Ja, willkommen zurück auf dem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Nach nicht mal einem Jahr ist der Nachfolger der Garmin Forerunner 255, die Garmin Forerunner 265 erschienen. Neben der offensichtlichsten Änderung, das wäre hier das OLED-Display, stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich das Upgrade auf die Uhr, beziehungsweise lohnt sich die Uhr generell, da diese ja auch etwa 150 € teurer ist gegenüber dem Vorgänger, die Forerunner 255. Das Ganze möchte ich heute zusammen mit euch im Test klären. Die Forerunner 265 erscheint hier in zwei verschiedenen Modellen. Wir haben einmal die Forerunner 265S. Das Ganze ist hier in der 42 mm Größenvariante, beziehungsweise die Forerunner 265 normale Standardversion mit 46 mm, die jetzt auch hier als Grundlage zum Test dient. Beide Uhren haben eine Armbandbreite von 22 mm und sind hier ganz einfach austauschbar. Es wird hierbei aber nicht mehr wie bei der Forerunner 255 in eine Musik- und Nicht-Musik-Variante unterschieden. Nein, egal welches Modell ihr euch jetzt aussucht, also die S-Variante oder die Standard-Variante, ihr habt auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, hier Offline-Musik zu nutzen. Das heißt, ihr könnt dann sowohl von Spotify, von Deezer oder Amazon Music oder eigene MP3s auf die Uhr übertragen und diese dann hier offline hören, beziehungsweise dann natürlich hier Kopfhörer verbinden und entsprechend dann ohne Handy rausgehen und laufen gehen. Die Forerunner 265 ist neben der Forerunner 965 die erste Uhr in dieser Serie, die das OLED-Display unterstützt. Dabei kommt die S-Variante mit einem 1,1 Zoll OLED-Display und einer Auflösung von 360 x 360 Pixel, während die Standardversion 1,3 Zoll hat und 460 x 416 Pixel aufweist. Das Display selbst ist gestochen scharf, hat einen sehr guten Schwarzwert und kann in 3 Stufen ausgeleuchtet werden und ist auch in der Sonne wirklich sehr, sehr gut ablesbar. Es ist eindeutig eine Aufwertung gegenüber dem Memory-in-Pixel-Display, das wir noch bei der Forerunner 255 gehabt haben. Das Display selbst wird mit einem Gorilla Glass 3 geschützt, dennoch würde ich eher einen Displayschutz empfehlen, um kleine Kratzer zu vermeiden. Erfahrungen haben gezeigt, zum Beispiel Venue 2 Plus, dass dann doch hier kleine Mikrokratzer auftauchen können. Bedient wird die Uhr über 3 Knöpfe links bzw. 2 Knöpfe rechts. Wahlweise ist es aber auch nun möglich, die Uhr über ein Touch-Display zu benutzen. Das heißt aber, wenn ihr das Ganze nicht haben wollt, könnt ihr es auch abschalten. Die Uhr ist definitiv auch nur mit den Knöpfen bedienbar. Ihr könnt euch aber auch entscheiden zu sagen, okay, ich möchte im Alltag das Touch-Display nutzen, aber bei einer Aktivität nicht. Oder umgekehrt, wenn ihr nur bei der Aktivität ein Touch-Display haben wollt, könnt ihr es auch nur hier aktivieren. Das ist euch hier frei überlassen. Generell ist das Display gut zu bedienen, nur bei etwas mehr Regen kann es hier zu Problemen kommen. Gerade wenn das Display ein bisschen nass ist, reagiert es dann nicht mehr so gut, beziehungsweise zuverlässig. Wenn ihr was auswählen wollt, das hat dann an dieser Stelle dann nicht mehr so gut funktioniert. Die Forerunner 265 ist natürlich auch wieder an den Garmin Connect IQ Store angebunden. Das heißt also, ihr habt dann auch wieder die Möglichkeit, die Uhr individuell zu gestalten, sei es jetzt hier mit eigenen Display-Designs, die jetzt vom Drittanbieter kommen oder von Garmin selber, wie natürlich auch eine Erweiterung der Widgets, beziehungsweise dann auch, wenn ihr besondere Datenfelder haben wollt, das ist hier auch möglich. Und ebenfalls ist dann hier auch der Stryd Footpad wieder mit seiner Workout-App unterstützt. Was die Akkulaufzeit angeht, ist natürlich hier bei OLED-Uhren immer ganz spannend, wie lange hält das Ganze hier durch. Wie lange kann ich die Uhr nutzen? Ich habe in meinem Testzeitraum die Uhr 24/7 getragen, habe alle Sensoren eingeschaltet gehabt, das heißt also Pulsoximeter, als auch der Herzfrequenzsensor, aber auch das maximale GPS genutzt, also wirklich alles, was geht und natürlich das Display auch im Always-On-Modus eingeschaltet gehabt. Und so bin ich jetzt, ich mache immer etwa 2 bis 3 Workouts in der Woche, die etwa 1 Stunde gehen, auf eine Laufzeit von etwa 3,5 bis 4 Tage gekommen. Das kommt immer hier und danach drauf an, was ich mache, ob ich ein Indoor-Training mache oder Outdoor-Training. Aber man kann so sagen, 3,5 Tage hält die Uhr auf jeden Fall durch. Ihr habt natürlich aber auch die Möglichkeit, wenn ihr dann zum Beispiel Always On ausschaltet oder das Display kürzer einblenden lasst oder abdunkelt und es nicht so hell macht, dass die Laufzeit natürlich an dieser Stelle dann auch länger ausfallen kann. Beim Laufen mit GPS bin ich beim Laufen etwa 1 Stunde 15 auf 11% Akkuverbrauch gekommen. Das entspricht etwa 11 Stunden 20 in Gesamtlaufzeit. Dabei bin ich das Ganze mit dem besten GPS gelaufen, also Multiband GPS und natürlich dann auch hier im Always On und mit der Navigation, die die Uhr ebenfalls anbietet. Bei einem weiteren Lauf, das ich mit SatIQ durchgeführt habe, also mit so einem intelligenten GPS-Mistsystem, da kommen wir nachher noch drauf zu, hat das Ganze etwa 5% Akkuverbrauch gehabt. Da komme ich etwa auf 14 Stunden Laufzeit. Also ihr seht, ihr kommt auf jeden Fall hier mit längeren Touren mit der Uhr hier ohne Probleme klar. Auch die Aufladezeiten der Uhr sind wirklich sehr schnell. Also ihr könnt es direkt anschließen, wenn jetzt die Uhr leer ist und ihr kommt von der Arbeit. Gerade in der Zeit, wo ihr dann euch anzieht, lädt die Uhr auf jeden Fall so viel auf, dass ihr hier entsprechend dann auch gleich weiterlaufen könnt. Die Garmin Forerunner 265 kommt auch mittlerweile, wie zum Garmin-Standard gehörend, mit einem Weather-Widget und einem Sonnenaufgang- und Sonnenuntergang-Widget daher. Die Widgets selber sind dabei grafisch sehr gut aufgearbeitet worden, also das Ganze wurde dann nochmal überarbeitet und wirklich sehr, sehr schön dargestellt.
So bekommt ihr zum Beispiel beim Wetter neben Wetterdaten bzw. Prognosen optisch auch sehr schön angezeigt, wie aktuell das Wetter ist. So haben wir zum Beispiel bei Regen ein Fenster mit ein paar Regentropfen und animierten Regen im Hintergrund. Das ist jetzt vielleicht nicht direkt ein Kaufgrund, dies ist aber wirklich sehr schön gemacht und wirkt auch wirklich sehr modern, was das Widget hier angeht. Beim Sonnenaufgang und Untergang werden darüber hinaus dann auch noch die Dämmerungszeiten angezeigt. So habt ihr es dann auch immer im Überblick, wenn es dann draußen hier dann dunkel wird. Ebenso gibt es natürlich im Fitnessbereich wieder einen Schrittzähler, einen Kalorientracker mit Aktiv- und Passivkalorien, aber auch ein Etagenzähler ist hier verbaut, welcher das Ganze hier über den barometrischen Höhenmesser ermittelt. Stichwort barometrischer Höhenmesser. Ihr habt dadurch auch dann die Möglichkeit, hier eine Unwetterwarnung zu aktivieren. Das heißt also, die Forna 265 unterstützt das Ganze. Wenn ihr es dann aktiviert habt, erkennt die Uhr, wenn dann der Druck sehr schnell abfällt, dass wenn zum Beispiel ein Gewitter aufkommt, ja eine Meldung hier auf die Uhr erscheint und euch einfach warnt, dass hier Unwetter im Verzug ist. So habt ihr zum Beispiel im Wald oder in Bergen das Ganze dann auch hier immer im Überblick. Ebenfalls ist auch wieder die Garmin Body Battery an Bord und die damit verbundene Stressmessung, damit ihr auch dann jeden Tag den Überblick habt, wie euer aktueller Fitnessstand ist bzw. euer menschlicher Akku aussieht. Das heißt also, ihr seht dann, ob ihr bereit seid für ein Workout oder dann doch lieber einen Tag Pause machen sollt, beziehungsweise ihr erkennt dann auch, wenn zum Beispiel jetzt hier eine Infektion stattfindet, beziehungsweise wenn ihr kurz vorm Krankwerden seid, könnt ihr es auch wirklich sehr schön in der Garmin Body Battery und in der Stressmessung ablesen. Ein wichtiger Bestandteil für die Erholung ist natürlich auch der Schlaf. Daher bietet die Forna 265 auch wieder ein Schlaftracking an. Das Schlaftracking erfasst neben dem Einschlafen als auch Aufwachphasen die Tiefschlafphasen, Leichtschlafphasen, die REM-Phasen und auch die Wachphasen innerhalb eines Schlafes. Natürlich kann ich jetzt hier an der Stelle nicht beurteilen, wie gut das Ganze von der Qualität ist. Ich kann aber sagen, dass zumindest die Aufwachphasen hier wirklich mittlerweile sehr gut erkannt werden. Es dient hier wirklich lediglich als Orientierung und als kleine Überwachung, ob ihr insgesamt hier gut geschlafen habt. Was leider immer noch nicht erfasst wird, ist zum Beispiel hier der Mittagsschlaf oder ja, wenn ich jetzt mal ausruhe, das kann die Garmin Forna 265 oder generell alle Garmin-Uhren leider im Moment immer noch nicht. Was ebenfalls beim Schlaf jetzt ermittelt wird, ist der sogenannte HRV-Status, die sogenannte Herzfrequenzvariabilität. Hier bekomme ich einen kleinen Einblick, wie gut sich der Körper innerhalb des Schlafes erholt, weil es ja eine Sache, wie lange ich schlafe oder wie ich schlafe. Die andere Sache ist natürlich auch, hat sich der Körper in der Nacht regeneriert. Dabei bekommt ihr hier grafisch sehr gut angezeigt, ob ihr euch im grünen Bereich bewegt oder die Nacht schlecht war und im schlechten Bereich unterwegs seid. Da könnt ihr einfach gut ablesen, ob ihr dann euch wirklich, wie gesagt, sehr gut regeneriert habt. Das Ganze dauert so etwa 3 Wochen, dann bekommt ihr die Grafik angezeigt. Weil das Gute ist, der HRV-Status wird individuell auf euch gemessen. Das heißt also, das sind wirklich die Werte, die euch betreffen, weil jeder Körper reagiert an dieser Stelle auch anders. Gemessen wird der HRV-Status natürlich über den eingebauten optischen Herzfrequenzsensor, welcher darüber hinaus auch noch einen Pulsoximeter hat. Das heißt also, auch hier wird ein Blutsauerstoff gemessen. Dabei habt ihr dann die Auswahl, ob ihr das Ganze überhaupt nur messen wollt, wenn ihr möchtet, beziehungsweise das Ganze beim Schlaf misst oder dann 24/7 über den ganzen Tag. Da habt ihr auf jeden Fall die Option, das Ganze hier einzustellen. Was die Qualität des optischen Herzfrequenzsensors angeht, so überzeugt dieser auch hier beim Sport. Im Vergleich zum Brustgurt bekommen wir hier nahezu ähnliche Werte, sowohl beim normalen gleichmäßigen Dauerlauf als auch beim Training bzw. Indoor-Training auf dem Rad oder Fahrrad. Aber auch beim Intervalleinheiten werden hier die Werte wirklich sehr gut erfasst, beziehungsweise die Spitzen, die ihr beim Intervall habt, werden hier wirklich sehr gut abgebildet und ich sehe hier kaum Verzögerung, was die optische Herzfrequenzmessung angeht. Dabei ist aber wichtig, die Uhr fest genug zu tragen, da es sonst hier zu Messfehlern kommen kann. Da wir hier eine Sportuhr haben, sind natürlich auch die Sportfunktionen interessant. So bietet die Uhr natürlich Laufen, Radfahren, Trailrun, aber natürlich auch Hallenbahn und auch Indoor-Training. Ich habe es ja schon erwähnt, fürs Radfahren, zum Beispiel der Tacx Neo 2T Smart wird hier unterstützt oder natürlich Laufen Indoor ist an dieser Stelle hier auch kein Problem. Ebenfalls wird Freiwasser, Schwimmbad mit Bahnerkennung oder auch Ultrarun unterstützt. Und natürlich sind hier auch E-Bike-Funktionen dabei, wie zum Beispiel E-Mountainbike als auch normales E-Bike fahren. Natürlich ist ja auch ein klassisches Mountainbike enthalten, also da müsst ihr auf jeden Fall hier nicht bei der Forna 265 verzichten. Was leider nicht unterstützt wird, sind jegliche Form von Klettern, das heißt sowohl Indoor als auch Outdoor. Im Umkehrschluss heißt es, wenn ihr jetzt bouldern gehen wollt, das könnt ihr hier mit der Forna 265 zumindest nicht separat erfassen, aber klassisches Wandern ist hier enthalten. Und wie schon beim Vorgänger haben wir natürlich auch wieder die Multisport-Funktion dabei. Das heißt also, wenn ihr Triathleten seid, dann könnt ihr natürlich hier auch die Garmin Forna 265 nutzen. Das wird hier ebenfalls mit unterstützt.
Wer sportlich ambitioniert ist, möchte natürlich auch eine entsprechende Auswertung haben. So bietet die Forerunner 265 auch wieder eine VO2 Max Messung, das heißt beim Laufen als auch beim Radfahren. Beim Radfahren ist es aber so, dass das Ganze hier nur mit Leistungsmessung funktioniert. Das heißt, entweder am Indoor-Trainer das Ganze unterstützt oder beim Outdoor-Radfahren entweder an den Pedalen oder an der Kurbel. Da müsst ihr das Ganze hier, wie gesagt, mit Leistungsmessung aufnehmen, um hier eine VO2 Max Messung durchführen zu können. Ebenfalls gibt es dann auch wieder tägliche Trainingsvorschläge, auch beim Radfahren und beim Laufen. Auch hier ist es wieder so, beim Radfahren das Ganze nur, wenn ihr mit dem Leistungsmesser unterwegs seid. Dann habt ihr auch hier tägliche Trainingsvorschläge und könnt hier euer Training durchführen. Darüber hinaus bekommt ihr dann auch wieder eine Laufprognose angezeigt. Das heißt, ihr bekommt für 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon auch wieder eine Laufprognose, die natürlich auf eurem aktuellen Leistungszustand beruht. Auch das bei der Forerunner 255 neu eingeführte Wettkampf-Widget findet hier wieder seinen Platz. Hier habt ihr wieder die Möglichkeit, Events im Kalender bei Garmin Connect zu hinterlegen, beziehungsweise dann ein Ziel einzutragen und ihr bekommt dann einen individuellen Trainingsplan angezeigt, der euch dabei hilft, euer Ziel zu erreichen. Darüber hinaus erhaltet ihr dann eine Laufprognose für das Event und eine historisch geschätzte Wetterprognose, die euch einfach anzeigt, wie das Wetter hier in der letzter Zeit an diesem Tag gewesen ist. Und so könnt ihr euch dann entsprechend für diesen Wettkampf einrichten. Ebenfalls bekommt ihr das im neuen Garmin Line-Up überarbeitete Trainingszustand-Widget, welches euch auf einen Blick zeigt, in welchem Trainingszustand ihr aktuell seid. Das heißt also, habt ihr jetzt vorm Aufbau oder vorm Abbau, seid ihr überlastet oder seid ihr gerade in einer Erholung. Wenn ihr in das Widget hineingeht, bekommt ihr dann eine genauere Auswertung, wie ihr das Ganze zusammensetzt. So spielen die Faktoren zum Beispiel das Trainingsload, der Belastungsfokus, die VO2 Max, aber auch der HRV-Status und natürlich die Erholung eine Rolle und so habt ihr dann eine Übersicht über euren gesamten Trainingszustand. Was wir bis jetzt nur auf den teuren Premium-Uhren gesehen haben, das heißt also zum Beispiel auf der Apex 2, auf der Phoenix 7, das ist jetzt auch bei der Forerunner 265 dabei. Die Rede ist dabei vom Trainingsbereitschafts-Widget. Einer aus meiner Sicht der besten Widgets der neuen Garmin-Uhren-Generation. Hier bekommt ihr auf einen Blick angezeigt, wie bereit ihr für ein Training seid. Gerade für Einsteiger ist das wirklich sehr interessant, die noch nicht mit dem Thema oder nicht tief in dem Thema drin sind und einfach gesund und langsam anfangen möchten zu trainieren. Hier bekommt ihr farblich angezeigt, welche Faktoren sich positiv, mittelmäßig oder negativ auf die Trainingsbereitschaft auswirken. Das Ganze wird dann in einer Farbskala dargestellt, einmal grün, orange und rot. Grün ist ein sehr guter Wert, orange ist so mittelmäßig und rot ist natürlich ein schlechter Wert. Einflussfaktoren sind dabei der aktuelle Schlaf, also der letzten Nacht, als auch der Schlaf der letzten 7 Tage, die Erholungszeit des letzten Workouts, die Herzfrequenzvariabilität der letzten Nacht, als natürlich auch der Trainingsload und der Stressprotokoll der letzten Woche. Und hiermit lauft ihr auf jeden Fall keine Gefahr mehr, falsch zu trainieren. Also hier ist wirklich so, die Werte, die hier erscheinen, die passen auch wirklich ganz gut. Ich habe das selber jetzt schon mal, wie gesagt, mehrfach getestet, auch mit anderen Uhren, die das jetzt schon unterstützen. Und da kann ich wirklich sagen, das, was hier angezeigt wird, hat wie gesagt bei mir immer sehr gut gepasst. Die Garmin Forerunner 265 bietet natürlich auch wieder wie der Vorgänger einen Morgenbericht an. Der Morgenbericht zeigt euch einfach auf einen Blick, wie eure Garmin Body Battery war, wie eure Trainingsbereitschaft ist, aber natürlich dann auch, wie das Wetter aussieht. Und so könnt ihr das Ganze hier auch individuell einstellen, wie ihr es haben wollt. Das heißt also, wenn ihr was raus haben wollt, könnt ihr es mit reinnehmen, beziehungsweise wenn ihr es drin haben wollt, das hinzufügen. Ebenfalls ist der Morgenbericht auch wieder sehr optisch, sehr schön aufgearbeitet worden und beziehungsweise überarbeitet worden und ist auch hier wirklich sehr modern. Auch da bekommt ihr natürlich beim Wetter wieder angezeigt, wie das Wetter ist. Ohne es jetzt zu lesen, seht ihr es auch direkt hier auf dem Bildschirm. Darüber hinaus bekommt ihr am Geburtstag dann auch noch eine eigene Grafik mit so Törtchen. Das hat mir jetzt ganz gut gefallen. Das hatte ich jetzt bei meinem Test gehabt, da hatte ich Geburtstag und das Ganze ist dann wirklich ein schöner Start in den Tag. Neben des neuen Training-Bereitschafts-Widgets sind auch weitere neue Werte beim Laufen hinzugekommen. So haben wir zum Beispiel die Wattmessung am Handgelenk, das kennen wir natürlich aber auch schon von der Vorgängeruhr. Aber wir haben jetzt auch hier die neue angepasste Pace, die wir anfangs nur bei der Enduro 2 gesehen haben. Was ist die angepasste Pace? Diese Pace zeigt euch am Berg an, was für eine Pace ihr laufen würdet, wenn ihr auf dem Flachen seid. Um das Ganze etwas besser zu verstehen, das heißt einfach, wenn ihr jetzt den Berg hochlauft und ihr habt zum Beispiel eine 8er Pace, also die ihr gerade real lauft, dann rechnet Garmin das Ganze hier mit der Steigung um und ermittelt dann einfach die Leistung, die ihr auf dem Geraden laufen würdet, wie zum Beispiel jetzt, das wäre zum Beispiel eine 6,30 als Beispiel. Und so bekommt ihr am Berg angezeigt, was ihr dann umgerechnet lauft. Es ist auch ein bisschen so vergleichbar mit der Wattmessung, nur etwas leichter verständlicher. Das gleiche ist natürlich, wenn ihr am Berg runterlauft, da seid ihr ja meistens tendenziell schneller, ohne mehr Leistung zu bringen. Und da ist die angepasste Pace natürlich meistens etwas langsamer als die reale Pace, die ihr lauft.
Darüber hinaus bekommt ihr jetzt nun auch Laufwerte wie vertikales Verhältnis, vertikale Bewegung, Bodenkontaktzeit, Schrittfrequenz und Schrittlänge angezeigt. An sich ist das nichts Neues. Die Garmin Forerunner 255 hat es ja auch mit dem Garmin Pod, HM Pro Gurt und HM Run Gurt unterstützt. Das Neue ist aber hier, ich brauche kein zusätzliches Zubehör, um das Ganze hier messen zu können. Das heißt, das Ganze wird sich direkt hier an der Uhr am Handgelenk gemessen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie gut sind die Werte gegenüber einem HM Pro Gurt oder einem Garmin Pod bzw. einem Stride Foot Pod. Bei der vertikalen Bewegung, also die Bewegung, wenn ihr lauft, die hoch runter geht, sehen wir gerade bei den Intervallen, dass es erkannt wird. Aber gerade bei sehr langsamer Pace bekommen wir deutliche Abweichungen gegenüber zum Gurt. Wobei man muss sagen, dass ich nach dem Intervall fast ins Gehen übergegangen bin. Das ist natürlich auch jetzt kein relevanter Wert, den ihr hier zur Auswertung nutzen wollt. Bei einem ruhigen Dauerlauf bekommen wir bei der Forerunner 265 gegenüber dem HM Pro Gurt und dem Stride Foot Pod auch hier tendenziell höhere Werte aufgezeichnet. Das heißt also, auch hier sagt die Uhr, dass wir uns mehr nach oben und unten bewegen, als das jetzt zum Beispiel der HM Pro Gurt macht, der direkt hier auf der Brust sitzt. Bei der Schrittlänge gibt es dann kaum Unterschiede, genauso ist es dann bei der Schrittfrequenz. Auch hier haben wir dann konsistente Daten im Vergleich. Wenn wir uns dann das vertikale Verhältnis anschauen, also der errechnete Wert aus dem Verhältnis aus der vertikalen Bewegung und der Schrittlänge, so verwundert uns das natürlich dann nicht, dass aufgrund der Unterschiede bei der vertikalen Bewegung hier auch da deutliche Unterschiede auftauchen, beziehungsweise hier auch die Werte nicht konsistent sind. Das heißt, mit dem aktuellen Stand würde ich das Ganze wohl noch eher mit einem Laufpod oder bei einem Brustgurt messen, sofern ihr das Ganze hier professionell auswerten möchtet, gerade weil auch die Balance nicht gemessen wird. Die Balance ist ja das, wenn ihr lauft, also die Links-Rechts-Belastung, wird einfach geschaut, ob ihr dann wirklich hier einheitlich lauft oder hier eine Seite mehr belastet als die andere. Das kann, wie gesagt, die Forerunner 265 mit der Messung aktuell nicht. Aber gerade für Anfänger, die in diesem Thema neu sind und einfach mit dem Thema Laufeffizienzwerte mal befassen möchten, haben hier natürlich die ersten Schritte bzw. die ersten Möglichkeiten, sich das Ganze mal anzuschauen, ohne sich jetzt hier teure Trittgeräte dazu kaufen zu müssen. Und so habt ihr zumindest mal für den Anfang hier eine kleine Übersicht und seht einfach, wie das Ganze hier dann zusammensetzt und könnt auch mal hier anfangen, so ein bisschen zu optimieren. Das heißt also, wenn ihr am Anfang nur mit der Uhr arbeitet und sich hier auch die Werte schon verbessern, habt ihr ja trotzdem schon für eine Verbesserung. Wie gesagt, nur wenn es Detail gehen soll und genauer werden soll, dann würde ich auf jeden Fall zu einem HM Pro Gurt oder zu einem Pod raten, weil hier einfach dann die Werte nochmal besser ermittelt werden. Die Garmin Forerunner 265 unterstützt an dieser Stelle auch Navigation. Ihr habt auch die Möglichkeit, zum Beispiel über Komoot oder auch über Garmin Connect oder über eine Drittanbieter-App hier Strecken zu planen. Also ihr könnt dann auch GPX-Dateien hier in Garmin Connect importieren und auf die Uhr übertragen. Dann habt ihr die Strecken auf der Uhr und bekommt hier eine sogenannte Krümmelnavigation angezeigt. Das heißt also, die Garmin Forerunner 265 unterstützt jetzt keine Karten. Ihr habt lediglich einen Strich, der euch anzeigt, wie ihr laufen müsst und bekommt so etwa 30 bis 40 Meter vor der Kreuzung Abbiegehinweise angezeigt. Also das Ganze ist einmal akustisch mit einem Piepen, aber auch natürlich mit einer Vibration aufs Handgelenk. So verpasst ihr auf jeden Fall keine Abbiegung, sofern diese erscheint. Ja, sofern diese erscheint, ist auch das Stichwort. Ich habe jetzt hier mehrere Navigationen durchgeführt und etwa so knapp 10% der Abbiegehinweise sind leider nicht erschienen. Und ich kann auch nicht so ganz erklären, wieso. Ich habe das einmal über Komoot getestet, einmal über Garmin getestet. Jedes Mal hatte ich das Problem, dass nicht immer alle Abbiegehinweise gekommen sind. Die Uhr bietet natürlich aber die Möglichkeit, wenn ihr die Strecke verlasst, dass ja sehr schnell so etwa so nach 20, 25 Metern eine Streckenabweichung kommt. Das ist an dieser Stelle gut, aber es ist dennoch ärgerlich, wenn ihr jetzt falsch lauft und ständig hier die Uhr piept, dass ihr jetzt von der Strecke kommt oder immer ständig auf die Uhr schauen müsst, wo ihr jetzt abbiegen müsst. Da muss Garmin auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten, dass das Ganze hier etwas besser wird und zumindest, ich sag mal, im 1%-Bereich der fehlenden Abbiegehinweise hinkommt, weil das sollte eigentlich das Ziel sein, weil gerade auch die Polaruhren das hier ohne Probleme unterstützen. Da habt ihr das Problem an dieser Stelle meistens nämlich nicht. Bei dem Thema Navigation kommen wir natürlich dann auch zur GPS-Aufzeichnung. Die Garmin Forerunner 265 unterstützt auch wieder hier das Multiband-GPS. Das ist das beste GPS, was hier Garmin zu bieten hat. Ihr bekommt wirklich eine exakte Route angezeigt. Also wenn ihr im Wald unterwegs seid oder an den Bergen, dann wird es hier wirklich sehr, sehr gut abgebildet. Es ist nicht mehr so wie bei den alten Uhren, dass das Ganze hier so gezappelt ist. Nein, ihr bekommt wirklich eine schöne Linie angezeigt. Das Ganze wirkt sich natürlich auch bei der Messung der Pace aus, die wirklich hier sehr gut abgebildet wird, aber natürlich auch bei der Distanz, die dann hier wirklich ordnungsgemäß abgebildet wird. Ihr habt darüber hinaus aber auch noch die Möglichkeit, ein intelligentes System zu nutzen, das heißt eine automatische Auswahl. Manche kennen es auch als SatIQ. Das kann ich auch einstellen und hier erkennt Garmin bzw. die Uhr erkennt hier, wann es in einem schwierigen Gebiet ist, also wo die Abschottung mit Wald oder mit Bergen hier vorhanden ist und stellt das Ganze hier entsprechend aufs Multiband um.
Und sobald ihr dann auf Freigelände kommt, stellt die Uhr dann wieder um auf normales GPS, weil natürlich hier keine Abschattung stattfindet, die Signale sehr stark sind. Der Vorteil hier an dieser Stelle ist bei diesem System, dass wir hier eine längere Akkulaufzeit bekommen, weil einfach die Uhr dann hier ja die Berechnung reduziert und dadurch natürlich hier Strom spart und ihr trotzdem ein sehr gutes GPS-Bild bekommt. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist die Forerunner 265 ein Upgrade wert? Das muss man sich natürlich jetzt an dieser Stelle überlegen. Ist es jetzt das Trainingsbereitschafts-Widget bzw. die Laufeffizienzwerte, die jetzt hier automatisch gemessen werden, euch das wert? Ist euch das OLED-Display hier wert? Also das OLED-Display ist wirklich ein schönes Display und auch macht wirklich was her und es wirkt dann auch wirklich nochmal ganz anders. Da ist aber wirklich die Frage, ist das wirklich für dich wert, wenn du die Forerunner 255 hast, das Ganze abzugraden? Wenn ihr jetzt aber vor der Wahl steht, Forerunner 255 oder die Forerunner 265 zu nehmen und jetzt auch sagt, okay, die Uhr ist für einen längeren Zeitraum, dann sage ich mal, sind die 150 Euro mir wert, das mehr auszugeben, dann würde ich auf jeden Fall zu Forerunner 265 raten. Erstens, das Display ist hier wirklich klasse und ist auch wirklich sehr gut in der Sonne ablesbar. Wenn man einmal ein OLED-Display gehabt hat, will man fast gar nicht mehr zurück zum Memory-in-Pixel-Display. Ihr bekommt hier das Trainingsbereitschaft-Widget angeboten, was wir nur bei der teuren Forerunner 965 haben oder dann bei der Apex 2, das ist hier wie gesagt auch enthalten. Ihr könnt hier eine komplette Auswertung eurer Läufe machen. Ihr bekommt auch tägliche Trainingsvorschläge angezeigt, sowohl fürs Radfahren als auch fürs Laufen. Und ihr habt dann auch die Option, hier bei Garmin selber auch nochmal Trainingspläne herunterzuladen und diese durchzuführen. Und natürlich wird auch noch Triathlon unterstützt. Ihr seht, hier wird auch wirklich ein sehr großes Paket angeboten. Meiner Meinung nach ist neben der Forerunner 255 im Memory-in-Pixel-Bereich die Forerunner 265 im OLED-Bereich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, was Garmin hier zu bieten hat. Sie hat alle Sportfunktionen, die wir bei der Venue-Uhr ja vermissen, und sie hat aber die Funktionen, die wir nur momentan bei der Apex-Uhren gesehen haben, und die Apex-Uhren sind hier auf jeden Fall nochmal deutlich teurer. Das war jetzt natürlich nur ein ganz kleiner Teil, was die Funktion der Forerunner 265 angeht. Ich habe ein sehr ausführliches Review mal zur Uhr gemacht, wo ich die ganze Funktion mal vorstelle. Das verlinke ich dir oben mal, das kannst du mal anschauen. Wenn dich noch mehr zum Thema Garmin interessiert, ich verlinke dir oben auch mal die Playlist rund um Garmin, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke auch mal die Best-of-Playlist meines Kanals, da kannst du mal reinschauen, was es sonst noch alles so gibt. Ich würde mich natürlich freuen, dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen, also lass gerne ein Abo da. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.